Artikel 13. Uploadfilter. Leistungsschutzrecht. Save Your Internet. Diese Begriffe fliegen einem derzeit über die sozialen Netzwerke um die Ohren. Erst vor einigen Tagen fragte mich mein 10-jähriger Sohn, was denn mit dem Artikel 13 denn nun so sei. Seine Lieblings-YouTuber haben da was erzählt, dass YouTube komplett verschwinden könnte. Das Thema Urheberrecht und Leistungsschutzrecht ist wie ein Hühnerstall. Hier hat jeder Eier. Gefährliches Halbwissen führt häufig zur Fehlinterpretation. Wie zum Beispiel auch auf WhatsApp. Hier kursierte das Gerücht, man dürfe aufgrund des Upload-Filters keine Bilder mehr hochladen. Seien wir ehrlich, irgendwie fühlt sich die anstehende Reform an wie ein Stück Seife in der Männerdusche. Harmlos, solange sie nicht aus der Hand gleitet. Doch worum geht es da eigentlich? Wie ist der Stand der Dinge? Betrifft es dich und mich? Willkommen zu Spielverderber, die Sendung, in der Mimi Kama und die Blogrebellen das Internet genauer unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Nilufer. Worum geht es? Was steht im Artikel 13 drin? Im Grunde möchten Politiker, Verlage und Unternehmen eine längst notwendige Reform des EU-Urheberrechts durchsetzen. Regeln soll das die, Achtung, Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über das Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt. Klar, oder? Speziell Artikel 13, in dem festgeschrieben steht, dass Plattformen, auf denen Nutzer Inhalte hochladen können, für Urheberrechtsverstöße verantwortlich gemacht werden sollen, wird von Netzaktivisten kritisiert. Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube und so weiter sollen also belangt werden, wenn Lieschen Müller ein Video von sich hochlädt, in dem sie zu ihrem Lieblingslied Despacito tanzt. Was bedeutet das konkret? Wenn jemand also ein Bild, ein Video, ein Text auf Facebook oder YouTube hochlädt, müssen diese Plattformen prüfen, dass diese Inhalte nicht einfach irgendwo gemobst wurden. Es gibt zwei Möglichkeiten für Plattformbetreiber. Entweder sie schließen Verträge mit Lizenzgebern ab oder sie kontrollieren jeden einzelnen Inhalt, der hochgeladen wird. Dieses Aussortieren ist bei der Uploadmenge händisch natürlich nicht möglich und führt zwangsläufig zu Uploadfiltern. Wie sie YouTube übrigens bereits heute schon einsetzt, die aber trotz hoher Investitionssummen nicht hundertprozentig funktioniert. Hier schlagen viele Netzaktivisten Alarm, denn ein Upload-Filter kann im Zweifel eine Überregulierung darstellen und somit ein Overblocking, also ein übervorsichtiges Blockieren von Inhalten mit sich bringen. Denn so ein Filter wertet aus, welcher Inhalt veröffentlicht werden darf und welcher nicht. Auch die Mehrheit der deutschen EU-Politiker haben zugestimmt, obwohl im aktuellen Koalitionsvertrag zu lesen ist, dass der Einsatz von Upload-Filtern als unverhältnismäßig abzulehnen ist. Warum ist das Thema wichtig? Man darf natürlich an dieser Stelle nicht vergessen, dass die Diskussion um die Reform des Urheberrechts lediglich auf diesen einen Artikel heruntergebrochen wird. Eine dieser Ideen ist die Schaffung eines europaweiten einheitlichen hohen Schutzniveaus für die Rechteinhaber. Gerade bei der Nutzung von Social Media ist das Gefühl dafür verloren gegangen, dass gewisse Inhalte, Grafiken und Werke schlichtweg dem Urheberrecht einer anderen Person unterliegen. Doch das Urheberrecht, wie es seit dem 19. Jahrhundert besteht, ist für eine andere Ära und andere Voraussetzungen geschaffen worden. Sharing is caring. So lautet für viele die Devise im Internet. Solange man den Urheber benennt und verlinkt, sehen die meisten kein Problem damit. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Plattform Wikipedia. Hier hinterlassen Autoren ihre Texte und Bilder unter der Creative Commons Lizenz. Die Beachtung der engen Grenzen des Urheberrechts war damals und bis zum Aufkommen des Internets eine Sache für wenige Publizisten und Verlage. Für den Normalbürger war das nie gedacht. Wie könnte ein zeitgemäßes Urheberschutzgesetz aussehen? Wir haben mit Markus Beckedahl gesprochen. Ich würde mir wünschen, wenn diese Urheberrechtsreform nochmal weiter verhandelt werden würde, damit Uploadfilter rauskommen und ein Recht auf Remix reinkommt. Das heißt, in den USA können Internetnutzer viel mehr machen aufgrund der dortigen Fair-Use-Regeln, als es in Europa, in Deutschland möglich ist. Wir könnten das auch durch ein Recht auf Remix, könnten gewisse nicht kommerzielle, auch gewisse kommerzielle Nutzungsmöglichkeiten, wo Remixkultur involviert ist, legalisiert werden. Darüber könnte man auch Künstler kompensieren. Man könnte es in diese Reform reinbringen, man hätte es reinbringen können, aber
Die Lobbys, die sich durchgesetzt haben, hatten halt die normalen Nutzer und die unabhängigen Künstlerinnen und Künstler leider nicht im Blick. Das ist schade. Eigentlich kann es jeden betreffen, der Teil der Netzkultur ist. Stell dir vor, du teilst ein Bild von der Wurstmaschine auf dem Herrenklo. Plötzlich geht das Foto viral. Leute laden sich das Bild runter und laden selbst über ihr eigenes Profil hoch. Dein Foto, dein geistiges Eigentum eignen sich nun andere als ihr Werk an. Nun sind wir alle im Zeitalter des Internets durch das einfache Teilen von Inhalten zu Urheberrechtsverletzern geworden. Sogar der CDU-Europaabgeordnete Axel Voss, maßgeblicher Antreiber des aktuellen Entwurfs. Laut Recherchen von BuzzFeed hatte er auf Facebook ebenfalls gegen das derzeit schon geltende Urheberrecht verstoßen. Für große Plattformen ist das Ganze noch viel komplizierter. Beispiel Rezepte. Eine Seite wie chefkoch.de müsste alle urheberrechtlich geschützten Kochbücher in eine Datenbank einpflegen und mit den hochgeladenen Nutzerrezepten vergleichen. Andernfalls würde die Plattform direkt haftbar gemacht werden, wenn Nutzer ein urheberrechtlich geschütztes Rezept oder ein Foto der Mahlzeit hochladen würden. Was für ein Käse! Und was ist mit GIFs und Memes? Die Regelung soll nicht hochgeladene GIFs und Memes betreffen. Der Humor soll im Netz erhalten bleiben. Skeptiker sehen hier ein Problem in der Umsetzbarkeit. Das Problem ist, dass Uploadfilter, die automatisch entscheiden sollen, was eine Urheberrechtsverletzung ist und was nicht, überhaupt nicht in der Lage sind, eine Parodie zu erkennen. Also solange ein Algorithmus keinen Sinn für Humor entwickelt, wird es den Nutzerinnen und Nutzern nichts viel helfen. Wie sind die Aussichten? Bisher ist lediglich der Text festgeschrieben, welcher frühestens Mitte März, spätestens jedoch Mitte April abgestimmt wird. Daraufhin müssten dann die Mitgliederstaaten innerhalb von 2 Jahren diese Reform umsetzen, was bedeutet, dass es auf Ebene der Teilnehmerstaaten nochmals zu unterschiedlichen Gesetzen kommen kann. Ferner urteilte der Europäische Gerichtshof bereits im Jahr 2012, dass eine Filterung gegen das Recht auf Meinungsfreiheit verstoße. So hieß es, ein Uploadfilter würde gegen das Verbot einer allgemeinen Überwachungspflicht verstoßen. Warten wir also mal ab, ob der Europäische Gerichtshof am Ende nicht den Artikel 13 kippt. Doch wie würde das Internet aussehen, sollte die Reform so durchkommen? Jürgen Haslauer vom CCC Wien sagt: In manchen Bereichen könnte es das Internet, wie wir es heute kennen, grundlegend verändern. Wir haben ja auch gesehen, wie die Unsicherheit rund um die DSGVO im letzten Jahr dazu geführt hat, dass sich kleine und kleinste Anbieter aus dem Spiel genommen haben. Damals teils durch verkehrte Panik und viel Unwissen. Aber der Effekt wäre vermutlich nicht unähnlich. Unser Fazit? Es scheint, als wolle man Gelbsucht mit Puder bekämpfen, denn eigentlich wäre eine grundlegende Reform des Urheberrechts angebracht. Was im 19. Jahrhundert einst festgelegt wurde, ist mit dem Internet, wie es heute existiert, nicht kompatibel. Vergleichbar mit dem Brexit steht hier auch eine grauköpfige Generation gegenüber jüngeren Menschen, die direkt von den Änderungen betroffen sind. Die EU-Urheberrechtsreform sollte eigentlich Probleme lösen, schafft aber neue Probleme, die nicht zuletzt von der Kanzlerin und ihrer Regierung durch eine nicht vorhandene Digitalisierungspolitik geschaffen wurden. Dennoch sollte man den Versuch, hier eine Regelung zu finden, nicht totschreiben. Kreative Menschen brauchen einen Schutz. Bisher aber herrscht mehr Unsicherheit. Wie Sascha Lobo es jüngst treffend ausdrückte: Ja, wir brauchen eine Urheberrechtsreform. Ja, wir brauchen ein Urheberrecht, das im Digitalen vor allem für Kreative besser funktioniert. Und ja, wir brauchen unbedingt eine Regulierung der großen Plattformen, und zwar eine ohne Rücksicht auf deren radikale Profitorientierung. Wie ist deine Meinung zu diesem Thema? Hinterlass uns einen Kommentar. Hat dir dieses Video gefallen? Dann hinterlass uns einen Daumen hoch.